Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Herzlich willkommen bei mir zu einem Monatsupdate. Ja, es ist schon wieder ein Monat vorbei und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid bei diesem kleinen Monatsrückblick. Das heißt, ich möchte euch wieder zeigen, was ich im letzten Monat, im Juni, gestickt habe und welche Fortschritte ich gemacht habe. Ich war ja 2 Wochen im Urlaub, daher sind es etwas weniger Fortschritte, denn in diesen 2 Wochen habe ich ausschließlich am Soul von Heaven and Earth gestickt. Dann die restliche Zeit habe ich an meinen erspielten Projekten gestickt. Das heißt, das sind die Projekte, die ich mir mit dem Glücksrad erdreht habe. Dann hatte ich noch einen Neuanstich und dann habe ich auch noch ein bisschen Perlen gestickt. Ja, das alles möchte ich euch jetzt in diesem Video zeigen und im Anschluss werde ich wieder am Glücksrad drehen und mir die Projekte für das nächste Monat erspielen. Und dann legen wir auch schon los, und zwar gleich mit dem ersten Projekt, das ihr hier schon die ganze Zeit liegen seht. Und zwar ist das ja mein Fokusprojekt. Das ist der Heaven and Earth Soul von 2026, wo ich ja am Stone Cottage Keep sticke. Ja, das Motiv hat 87 Farben. Es wird 289 Stiche hoch und 305 Stiche breit. Ich arbeite aktuell an der Seite 6 und das ist hier in diesem Bereich. Also hier habe ich gestickt, gestartet Anfang des Jahres, und aktuell bin ich bei 48,72%. Das sind schon über 42, also fast 43.000 Kreuze. Ja, ich sticke es auf einen 18 Counter Ida, einen Easy Count Stoff. Und ja, was ist dazugekommen? Ich werde jetzt ein bisschen zur Seite rutschen, dann blende ich euch hier ein Vorschaubild ein und darunter seht ihr auch das Vorherbild. Also das Vorherbild stammt von dem Monatsupdate Mai. Und ihr seht, ich habe im Mai, bin ich in etwa hier bis zum Ende dieser Tür gekommen. Also ich habe hier an den roten Büschen gestickt zum Schluss. Das heißt, dieser ganze Bereich ist dazugekommen und das sind 7.406 Kreuze. Also so ziemlich mein Durchschnitt, was ich jedes Monat sticke. Also immer so über 7.000 Kreuze, die ich am Heaven and Earth Soul sticke. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir da ja ein System zurechtgelegt. Das heißt, ich versuche jeden Tag 242 Kreuze zu sticken, damit ich dann am Ende des Jahres das Projekt fertig habe. Wie gesagt, aktuell hinke ich etwas hinterher, denn ich bin, wie gesagt, bei 48,72% und ich sollte ja schon die 50% erreicht haben. Aber das ist nicht so schlimm, denn es ist durchaus noch machbar und durchaus noch zum Aufholen und ja, ich bin da guter Dinge. Also ich finde, das Projekt kommt so toll raus. Ich finde es wahnsinnig toll, aber nichtsdestotrotz werde ich nächstes Jahr nicht mehr an einem Soul teilnehmen, denn ich möchte lieber an vielen verschiedenen Projekten sticken. Das ist mir einfach zu monoton, nur an einem Projekt zu sticken. Ja, hier in diesem Bereich gab es sehr, sehr viel Konfetti und ich denke, es kommt noch hier einiges an Konfetti. Wenn ich dann diese Seite fertig habe, werde ich wieder hier oben beginnen und die nächste Spalte nach unten arbeiten.
Ja, den ersten Meilenstein habe ich fast erreicht. Also wenn die 6 Seiten voll sind, dann hat man ja Anspruch auf die restlichen 11 Motive, die es zur Auswahl gab, und da bekommt man ja dann das Muster dafür. Ja, das war auch schon mein erstes Projekt nun. Wie gesagt, der Heaven and Earth Soul von 2026, das Stone Cottage Keep. Als nächstes Projekt, das ich euch zeigen möchte, das ist mein Neuanstich. Und zwar Neuanstich von Juni. Ich zeige es euch gleich. Ja, viel kann man da noch nicht erkennen. Ich blende euch hier auch wieder auf der rechten Seite das Vorschaubild ein. Und zwar, ja, das ist die Black Flower. Auch da gab es eine gemeinsame Stickzeit. Die Black Flower ist ja von der Cross-Stitch-Kiste. Ich habe es gekauft in ihrem Shop auf Etsy und sie wird 179 mal 180 Stiche groß, hat 99 Farben und insgesamt sind das 17.695 Kreuze. Ich sticke es auf einen 16 Count AIDA. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Das ist ein grüner AIDA mit so orangefärbigen Nuancen. Ich habe ja auch dazu eine Umfrage gemacht und die Mehrheit von euch hat ja für diesen Stoff gestimmt und ich sticke dieses Motiv in dem Color by Color Methode, also Farbe für Farbe Methode. Ich habe begonnen mit der 310, das ist ja die Schwarz, und diese Farbe hat ja die meisten Stiche und aktuell das, was ihr hier seht, ich komme ein bisschen näher, das sind 658 Kreuze, ausschließlich, wie gesagt, in Schwarz, und das sind 3,72% des Motives. Ich sticke hier mit CXC-Garn. Das hat auch einen bestimmten Grund, da ich möchte, dass das Schwarz auch gut deckt. Besonders bei 16 Count kann ja durchaus vorkommen, dass das Garn nicht so gut deckt. Und das CXC-Garn ist doch etwas, ja, etwas dicker, etwas fluffiger und es deckt daher auch besser. Darum habe ich mich dieses Mal für CXC-Garn entschieden. Den Stoff habe ich im Rahmen einer Kooperation mit Painting Fairy Cross Stitch erhalten. Ja, das war der Neuanstich für Juni. Ich habe ja jetzt geplant, jedes Monat einen Neuanstich zu machen. Ja, was es im Juli werden wird, weiß ich noch nicht so genau, aber ich vermute, ich werde euch da auch in einer gemeinsamen Stickzeit wieder mitnehmen. Ja, die Black Flower, da bin ich ja schon ganz gespannt, wie sie rauskommt. Wie gesagt, zuerst sticke ich nun das Schwarz und welche Farbe ich dann als nächstes wähle, weiß ich noch nicht so genau. Es wird jetzt nicht die Farbe sein mit den zweitmeisten Stichen, sondern eher eine Farbe mit wenigen Stichen. Denn wenn ich jetzt das Schwarz gestickt habe, dann habe ich ja wenigstens ein Grundgerüst und weiß dann, wo die einzelnen Stiche hingehören. Ja, aber mal sehen, ob ich mir es überhaupt nächstes Monat erdrehe. Die Black Flower von der Cross-Stitch-Kiste. Das war mein zweites Projekt. Und dann werden wir auch schon, ja, mit den Projekten beginnen, die ich mir mit dem Glücksrad erdreht habe. Und wir starten auch in dieser Reihenfolge. Das erste Projekt, das ich mir erdreht habe, da habe ich leider kein Vorschaubild.
darum hier diese Papieranleitung. Ja, das erste Projekt waren die Osterhasen auf dem Plastik-Canvas. Und ihr seht rechts eingeblendet, ich habe mit diesem Osterhasen begonnen. Ich komme ein bisschen näher. Und ihr seht, ich habe hier an dem Ohr begonnen. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie weit ich in diesem Monat gekommen bin. Und jetzt sieht er so aus. Einen Moment, ich habe hier einen Karton. Wir werden das so machen und dann kann ich ein bisschen näher kommen. Ja, der Osterhase hat schon etwas Form angenommen. Also da sind doch einige Kreuze dazugekommen. Das ist ja, ihr seht, der Hase mit der Pusteblume. Ein bisschen hier an der Pusteblume. Also das ganze Gesicht ist eigentlich dazugekommen. Hier mit der Schleife. Ja, die Ohren. Ja, mittlerweile kann man es ja auch schon erkennen, dass es ein Hase ist. Schauen wir uns aus der Nähe an. Ja, es ist nicht so einfach, auf diesen Plastikstoff zu sticken. Ihr seht, ich habe hier oben meine Nadel und eigentlich ist diese Nadel dabei. Aber diese Nadel ist mir ehrlich gesagt wirklich zu dick für diese Löcher. Darum habe ich mir da eine 28er Nadel genommen. Da komme ich viel besser durch diese Löcher. Ja, ich finde, er sieht schon sehr gut aus, der erste Osterhase. Ja, bin gespannt, wann ich daran wieder weiter sticke. Natürlich abhängig von meinem Glücksrad. Ja, das ist ein 14 Count Plastik Canvas. Ich habe ihn gestartet, dieses Projekt im März dieses Jahres. Es hat 27 Farben, wobei ich sagen muss, nicht alle 27 Farben findet man in einem Motiv, sondern die 27 Farben teilen sich hier auf die 4 Osterhasen auf. Ja, noch einmal einen kurzen Blick aus der Nähe. Ja, sieht schon sehr gut aus. Es kommen natürlich dann im Anschluss noch einiges an Backstitches dazu. Ja, das war dann auch das erste Projekt von meinen erspielten Projekten. Und wir kommen zu dem nächsten Projekt. Ja, das habe ich euch in einer gemeinsamen Stickzeit schon gezeigt. Nein, es war keine Stickzeit, es war ein Kooperationsvideo. Da habe ich euch ja ein Rundbild vorgestellt und auch das ist ein Rundbild und es ist ja eine Kooperation mit dem Shop Five Stitch. Der Designer heißt hier Stitching Land und das Motiv heißt Sleeping Cat. Man kann es ja gut erkennen hier. Das Motiv hat 18 Farben, also wirklich ausschließlich einfache Farben, keine Mischfarben, ist auch sehr einfach zu sticken. Es wird 150 mal 150 Stiche groß. Es ist ein Teilbild natürlich, also hier die Ecken werden nicht gestickt, sondern nur diese Rundung. Ich sticke es hier auf einem 16 Count AIDA, einem Vordruck und auch das habe ich im März dieses Jahres gestartet. Ja, was ist dazugekommen? Und zwar hier, ich habe hier unterhalb dieser Blüte etwas weiter gestickt und bin dann weiter nach rechts gegangen, habe hier weiter gestickt. Ja, schauen wir uns kurz aus der Nähe an. Die Farben kommen ja sehr gut raus. Das ist ja auch das
Garn von Bending Fairy, also das ägyptische Baumwollgarn, und ich sticke wirklich sehr, sehr gern damit. Es hat wirklich Spaß gemacht, an dem Motiv zu sticken. Ich bin ja schon sehr gespannt dann auf die Katze, aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern, je nachdem natürlich, wann es wieder an der Reihe ist, das Projekt. Und eventuell sticke ich auch wieder hier rechts weiter oder ich mache hier links weiter. Ja, mal sehen, worauf ich dann Lust habe. Ja, das war die Sleeping Cat von dem Shop Five Stitch. Das nächste Projekt, das ich euch zeigen möchte, das habe ich euch tatsächlich schon länger nicht gezeigt. Und das ist die Peppermint Rose. Ja, kommt gut ins Bild. Die Peppermint Rose ist von dem Shop The Cross Stitch Studio. Gibt es leider nicht mehr diesen Shop. Und das war damals auch ein Soul, und zwar der Mystery Soul von 2023. Also da wusste man nicht, welches Motiv es werden wird. Es wird 275 mal 275 Stiche groß, also auch quadratisch. Das sind insgesamt 75.625 Kreuze, und das Bild hat 99 Farben. Also man mag das kaum glauben, alles rot-rosa-Töne hauptsächlich. Es war, wie gesagt, ein Soll, das heißt, man hat das so in diesen kleinen Seiten gestickt. So eine kleine Seite hat circa 3500 Kreuze. Ich sticke es ja auf einen 18 Count Aida. Ja, wie gesagt, gestartet im Januar 2023, als der Soll begonnen hat. Ja, was ist dazugekommen? Ich habe hier in diesem Bereich weiter gestickt. Also es ist nicht so viel dazugekommen, insgesamt 274 Kreuze. Aktuell bin ich bei 55,89%, also schon gut über die Hälfte. Und ja, es kommt hier unten noch eine Seite und es wird quadratisch. Ja, die Peppermint Rose, einen Blick aus der Nähe. Ihr seht, ja, es hat viel Konfetti und ja, typisch auch bei den Mustern von The Cross Stitch Studio. Viel Konfetti, aber dadurch kommen auch diese Motive so gut raus, da sie wirklich viel Konfetti haben. Ja, die Peppermint Rose, ja, ist jetzt nicht unbedingt eines meiner Lieblingsprojekte zurzeit, aber Fortschritt ist Fortschritt, auch wenn es nur 274 Kreuze waren. Dann kommen wir zum nächsten Projekt. Ein kleineres Projekt, und da habe ich auch dieses Monat wirklich sehr gerne daran gestickt. Und das ist das English House and Garden. Und wenn ihr das Vorschaubild anschaut, dann seht ihr, es ist doch einiges dazugekommen. Das English House and Garden ist auch eine Kooperation mit Five Stitch gewesen. Es ist von der Designerin Banani Stitchery und das Bild hat 39 Farben. Ich glaube, es sind auch nur einfache Farben, wenn ich mich nicht irre. Es wird 184 Stiche breit und 168 Stiche hoch. Ihr seht, es ist ein Teilbild und ich sticke es auf einen 18 Count Aida im gezählten Kreuzstich. Ich habe es gestartet im Dezember des letzten Jahres, habe dann auch im Mai daran gestickt und jetzt im Juni.
Ja, was ist dazugekommen? Man kann das sehr gut erkennen. Ich habe hier am Dach weiter gestickt und hinten auch schon an dem ersten Baum weiter gestickt. Ich komme mal näher. Ich glaube, so kann man das gut erkennen. Also hier das ganze Dach ist dazugekommen und hier der Teil des Baumes, das ist ein halber Stich. Also der Hintergrund wird eher im halben Stich gestickt und das Cottage selbst wird im vollen Kreuz gestickt. Ja, das kommt ganz, ganz toll raus. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hat auch wirklich Spaß gemacht, daran zu sticken. Mittlerweile habe ich mich auch wieder gewöhnt, mit Papiervorlage zu sticken. Ja, und ich finde, ich habe da wirklich tollen Fortschritt daran gemacht in diesem Monat. Hat Spaß gemacht, das Cottage. Das nächste Projekt ist, ja, das habt ihr auch letztes Monat schon gesehen, das ist das Heaven and Earth Motiv, und zwar heißt es Mini Roaster Do, also ein Mini. Ein sehr, sehr altes Projekt, denn ich habe es im Januar 2022 gestartet. Es ist von der Designerin Sabine Rich, eine französische Designerin, also entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Es wird 347 Stiche hoch und 225 Stiche breit. Das sind über 78.000 Kreuze. Das Bild hat 61 Farben und ich sticke es auf einen 18 Count, auf so einen Art vanillefärbigen Aida. Ja, dieses Monat ist auch nicht so viel dazugekommen. Ich habe hier in diesem Bereich weiter gestickt. Da sieht man schon, da kommt ein Teil der Rose, also das Tattoo kommt da raus, und dazugekommen sind nur 225 Kreuze. Aktuell bin ich bei über 32.000 Kreuze und in Prozent sind das 41,71%. Ja, also fast die Hälfte bald erreicht. Ich finde es sehr toll, wie hier die Haare rauskommen und auch das Licht, das sich in den Haaren spiegelt. Das kommt wirklich, wirklich sehr toll raus. Ansonsten auch dieses Motiv hat sehr viel Konfetti, ist ja auch ein Heaven and Earth Design. Auch diese Designs haben sehr viel Konfetti. Ja, und ich habe jetzt tatsächlich im April, Mai und Juni dieses Jahres daran gestickt. Also wenn es nächstes Monat nicht drankommt, wäre ich jetzt auch nicht böse. Ja, das war das Mini Rose Tattoo. Und wir kommen auch schon zum nächsten Projekt. Ah ja, ein Projekt, ja, ihr werdet es gleich sehen. Es ist die Laterne, die bringe ich leider nicht ganz ins Bild. Ihr seht ein sehr großes Motiv. Die Laterne, ja, die hatte ich auch schon letztes Monat erdreht und da habe ich letztes Monat nur 100 Kreuze daran gestickt. Aber dieses Monat sind immerhin 300 Kreuze dazugekommen. Und zwar hier in diesem Bereich der Laterne. Also kein Hintergrund dieses Mal, sondern wirklich nur die Laterne zum Sticken. Und diese Laterne hat sehr, sehr viel Konfetti. Ja, also ja, geht sehr langsam voran und macht momentan auch nicht so viel Spaß daran zu sticken. Die Laterne habe ich mir selbst gekauft bei Biggest Craft. Es ist von der Marke Spring
und wird 362 mal 362 Stiche groß, also sehr groß, denn das sind über 131.000 Kreuze. Ja, ich stieg es auf 16 Count auf diesen Vordruck. Das Bild hat 90 Farben, davon und dazu kommen noch 4 Mischfarben. Diese sind hauptsächlich hier im Hintergrund, diese Mischfarben. Gestartet habe ich es im Dezember 2024 und jetzt gestickt letztes Monat, wie gesagt, und auch jetzt im Juni. Und aktuell habe ich schon 16.200 Stiche gemacht und bin aktuell bei 12,36%. Ja, da fehlen noch 300 Kreuze, dann geht's hier rechts weiter. Ihr seht auch hier mit barkenden Fäden. Ja, und ich zeige euch mal den Druck. Es ist ja unglaublich viel Konfetti. Und dadurch komme ich natürlich nur sehr langsam voran. Und momentan bei diesem Wetter, wo es auch so heiß ist, sticke ich nicht so gerne Konfetti. Ja, die Laterne. Das nächste. Ja, eine alte Bekannte. Immer wieder, die war jetzt auch mehrere Monate hintereinander dran zum Sticken, ist die Willow. Die Willow, ich werde ein bisschen raufrutschen, dass man sieht, denn ich habe hier links in diesen Bereich gestickt. Die Willow ist auch von dem Shop The Cross Stitch Studio, was es leider nicht mehr gibt. Es ist eine Crop-Version, also nur ein Ausschnitt eines größeren Bildes und sie wird 385 Stiche hoch und 250 Stiche breit. Sie hat 96 Farben und insgesamt sind das auch 96.250 Kreuze. Ich sticke sie auf einem 18 Count AIDA, das ist wieder ein Easy Count Stoff. Ich sticke mit CXC Garn. Gestartet habe ich die liebe Willow im April 2024 und ja, aktuell bin ich jetzt bei 55,10%. Ich habe hier an dieser Seite weiter gestickt, also ein bisschen noch, dann ist diese Seite auch fertig. Dieses Monat habe ich 582 Kreuze daran gestickt, also es ist alles im Bereich der Haare. Und ja, aktuell habe ich bereits über 53.000 Kreuze gestickt. Ja, hier ist es etwas langweilig zu sticken an den Haaren. Darum freue ich mich, wenn ich dann bald wieder zu dem Gesicht komme. Aber wenn ich diese Seite fertig habe, werde ich hier rechts oben an dieser Seite weiterarbeiten und wieder im Diagonal nach unten. Ja, das ist die Willow, die war wirklich dieses Jahr, außer im Januar habe ich tatsächlich jedes Monat an der Willow gestickt, aber es waren immer nur sehr kleine Fortschritte. Ja, ein hübsches Mädchen, die Willow. Nach der Willow kommen wir auch zum letzten Kreuzstichprojekt. Ja, das letzte. Und das ist der Winterfuchs. Ja, ein bisschen kann man schon erkennen vom Winterfuchs. Er heißt ja der Winter Fox, auch eine Crop-Version, genauso wie die Willow und auch von dem Shop The Cross Stitch Studio. Er wird 280 Stiche hoch und 225 Stiche
breit, also etwas kleiner als die Willow. Das sind nur 63.000 Kreuze. Der Fuchs hat 96 Farben und auch hier sticke ich auf 18 Count mit dem Easy Count Stoff, mit dem AIDA. Ich habe ihn gestartet in August, September 2024. Also er wird auch schon 2 Jahre alt. Und dieses Monat habe ich 279 Stiche daran gemacht, also hier an dieser Seite weitergearbeitet. Also da habe ich ja bald ein Seitenfinish. Und auch da arbeite ich diagonal, das heißt, ich würde die nächste Seite wieder hier rechts oben beginnen und mich wieder so diagonal nach unten arbeiten. Ja, was ihr hier seht, sind bereits über 10.000 Kreuze. Aktuell bin ich bei 16,36%. Ja, auch der Winterfox hat sehr viel Konfetti. Und besonders hier im Bereich des Felles ist sehr, sehr viel Konfetti. Aber ihr seht, wie das Ohr kommt ja schon so gut raus, das sieht ja schon so flauschig aus. Also ich bin immer ganz begeistert, wie das rauskommt, aber leider weniger begeistert von dem ganzen Konfetti. Ja, mein Winterfuchs war das. Und das war auch das letzte Kreuzstichprojekt, an dem ich in diesem Monat gearbeitet habe. Das heißt, wir kommen zu den Perlenstickprojekten. Das erste Perlenstickprojekt, woran ich gearbeitet habe, war mein Dokareva. Hopp, will nicht auf den Tisch. So, aber jetzt. Meine Katze im Schneeballstrauch, so heißt das Motiv. Wie gesagt, von Dokareva, gekauft bei dem Shop Lieblingsperlen, hat 47 Farben und wird 402 Perlen hoch und 230 Perlen breit. Aktuell arbeite ich hier auf Seite 2. Ich habe es gestartet im November des letzten Jahres. Ja, habe eigentlich jedes Monat daran gestickt oder fast jedes Monat daran gestickt und dieses Monat sind knapp 800 Perlen dazugekommen. Also genau genommen sind es 798 Perlen und das heißt, ich bin aktuell bei 9,08%. Noch nicht ganz 10%. Das entspricht 8.403 Perlen, die ihr hier seht. Also das kommt schon sehr gut raus. Also das Öhrchen der Maine Coon ist schon gut ersichtlich. Also hier die Pinselchen und hier das Ohr. Also da kann man schon ein bisschen was erkennen. Ja, ich habe schon öfters gesagt, Perlensticken mache ich eher so nebenbei. Das ist jetzt nicht mein Fokus, aber ab und zu ein paar Perlchen setzen macht auch Spaß. Ja, schauen wir uns mal aus der Nähe an. Ihr seht, da ist auch einiges am Blau dabei. Ja, beim Schnee. Ich bin dann gespannt, wie das als fertiger rüberkommt. Man sieht hier, wenn ich das aus der Entferne betrachte, dann fällt das Blau gar nicht so auf. Aus der Nähe natürlich sieht man schon deutlich, dass das hier blaue Perlen sind. Ja, macht auch Spaß, an meiner Katze zu sticken im Schneeballstrauch. Also ich nehme an, ich werde auch nächstes Monat wieder ein paar Perlchen setzen und so viel fehlt ja nicht mehr, dass ich dann die zweite Seite fertig habe. Das hier ist dieser 14 Count Gitterstoff, der dabei ist. Ja, ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen zur Katze im Schneeballstrauch.
Und wie üblich mein letztes Projekt, also das ist jedes Monat mein letztes Projekt. Es ist der Perlentiger. Und auch der hat wieder Fortschritte gemacht. Und zwar sind dieses Mal 6 Reihen dazugekommen. Das heißt, es sind 636 Perlen habe ich daran gestickt. Und ich finde, trotz der neuen Count, es sind diese neuen Count Kunststoffperlen, kommt er sehr, sehr gut raus. Also ich bin ganz, ganz positiv überrascht, dass das so toll rauskommt. Und schaut mal ganz nach oben, es fehlt nicht mehr viel. Also es sind 22 Reihen, die hier noch fehlen. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, diesen Perlentiger dieses Jahr fertigzustellen. Da habe ich ja jetzt noch 6 Monate Zeit für 22 Reihen. Ich denke, jeder andere würde das wahrscheinlich in einem Monat sticken, aber ja, bei mir eben nicht, denn ich wechsle ja sehr häufig die Projekte. Ja, das ist mein Perlentiger und ich finde ihn wahnsinnig toll. Ja, also der Blick, ich finde, das sieht so gut aus. Also so, wenn ich direkt darauf schaue, sieht das gar nicht so toll aus, als wenn ich jetzt über die Kamera mir das ansehe. Wahnsinnig toll. Ja, ich bin ganz begeistert. Ja, das war's. Das war alles, woran ich gestickt habe im Juni. Wie gesagt, es waren nicht so viele Fortschritte, nicht so, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Und jetzt möchte ich mir die Projekte noch für das nächste Monat erdrehen mit dem Glücksrad. Dazu hole ich mir noch Papier und Stift und natürlich auch das Tablet mit dem Glücksrad und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder zurück. Ihr seht schon das Glücksrad eingeblendet mit meinen angefangenen Projekten, also allen meinen VIPs, die ich habe. Und ich werde mir heute wieder 8 Projekte erdrehen, also 8 Projekte, an denen ich im Juli sticken werde. Das Feld Neustart gibt es ja jetzt nicht mehr, denn ich habe euch ja schon im Monatsupdate erzählt, dass ich jedes Monat einen Neuanstich machen werde und da brauche ich dann das Feld Neustart nicht mehr. Ja, dann legen wir los, würde ich sagen, mit dem ersten Projekt. Und ich bin schon gespannt, was es werden wird. Nur noch ganz kurz. Ich hoffe dieses Mal auf viele einfache Vordruckprojekte. Das würde ich mir wünschen. Und wenn es möglich wäre, natürlich auch andere Projekte als an denen ich jetzt im Juni gestickt habe. Aber genug gequatscht. Wir legen los mit dem ersten Projekt. Die tanzenden Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Projekt erinnern könnt, aber ich werde das Projekt dann holen. Also ich werde alle Projekte holen und dann schauen wir uns das gemeinsam an, was damit gemeint ist. Also Projekt Nummer 1, die tanzenden Schmetterlinge. Das zweite Projekt, ja, das hatten wir gerade. Also noch eine Runde.
Die schlafende Katze. Ja, die habt ihr gesehen. Ähm, Es ist zumindest ein Vordruckbild, auch wenn es ein Motiv ist, an dem ich jetzt jedes Monat gestickt habe. Das macht nichts, aber ich freue mich. Ich freue mich. Es ist die schlafende Katze, die macht auch viel Spaß zu sticken. Dann kommen wir zum dritten Projekt. Der Blumenmarkt. Das ist das große Projekt, der romantische Blumenmarkt. Auf den freue ich mich auch, denn es ist auch ein Vordruckbild und ich habe doch schon länger nicht daran gestickt. Ja, super. Dann Projekt Nummer 4. Und noch einmal das English House and Garden, das ihr gesehen habt. Das ist im gezählten Kreuzstich, aber ein eher kleineres Motiv. Und ja, das habe ich jetzt letzten Monat sehr gerne gestickt. Ja, ist auch okay für dieses Monat. Projekt Nummer 5. Oh, schön. Ja, super. Da freue ich mich. Der Otter. Also auf den Otter habe ich total Lust zu sticken. Auf den freue ich mich wirklich. Ihr werdet ihn dann gleich sehen. Ja, Projekt Nummer 6. Oh, noch ein Projekt, auf das ich total Lust habe. Das ist das Schwarz-Weiß-Projekt, der schwarze Hut, the Black Hat. Ja, toll. Ich freue mich. Das ist wirklich toll. Ja, das war Projekt Nummer 6. Wir kommen Projekt Nummer 7. Oh nein, nochmal die Laterne. Ja, anscheinend soll es so sein, dass ich da einige Fortschritte dran mache. Bis jetzt, ja, hatte ich ja sehr wenig Fortschritt. Nun gut, auch die Laterne wird einige Kreuze bekommen. Und dann noch das letzte Projekt. Out of the Savannah. Ja, noch so ein Projekt, auf das ich eher wenig Lust habe. Ja, so, 2, 4, ja, 8 Projekte. Wir haben alle durch. Ich werde sie jetzt holen, diese 8 Projekte, und dann schauen wir uns gemeinsam an, woran ich nächsten Monat sticken werde. So, ich bin gleich wieder für euch da. So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück und habe jetzt die Projekte mitgebracht, an denen ich nächstes Monat sticken werde, sprich die Projekte, die ich mir mit dem Glücksrad erdreht habe. Das erste Projekt sind die tanzenden Schmetterlinge. Ihr kennt es sicherlich.
ein Motiv von Painting Fairy. Ich sticke es, ihr seht es, auf 16 Count und ist auch ein Goldfarben dabei. Und so weit bin ich bis jetzt gekommen. Also ich denke mir, ich werde hier wahrscheinlich an dem Schmetterling weiter sticken, also hier weiter nach rechts. Ja, dann gehören noch eine Menge Backstitches dazu. Das ist das erste Projekt, die tanzenden Schmetterlinge. Das zweite Projekt kennt ihr ja, die schlafende Katze. Ich denke, ich werde vielleicht hier weiter sticken. Ja, könnte durchaus sein, dass ich links weiter sticke an der schlafenden Katze. Das dritte Projekt, ein großes Projekt, ist der romantische Blumenmarkt. Der sieht ja aktuell so bei mir aus. Da sticke ich ja auch mit backenden Fäden in 10x10 Kästchen. Das heißt, ich werde hier nach unten weiter sticken. Da freue ich mich aber auch drauf. Sieht ja auch schon gut aus, der Baum, wie er hier rauskommt. Das ist der Blumenmarkt. Das nächste, ja, habt ihr auch schon gesehen, dieses Monat, das English House and Garden. Da vielleicht werde ich hier den Rand, die Bäume weiter sticken, dass ich dann hier rechts fertig bin. Könnte sein, dass ich so weitermache. Das nächste, oh, darauf freue ich mich, ist mein toller Otter. Der ist ja so niedlich. Da geht's jetzt hier weiter nach unten. Ja, er hat auch hier einiges an Konfetti, aber auf den freue ich mich total, auf den Otter, dass der endlich wieder einen Fortschritt bekommt. Daran habe ich ja doch schon einige Monate jetzt nicht gestickt. Dann das nächste, wo ich mich auch freue, ist der Black Hat. Also das Schwarz-Weiß-Motiv, das sieht ja schon sehr toll aus. Also dieser Übergang, was ihr hier seht, da freue ich mich auch daran, weiter zu sticken. Also ich denke mir, das hat weniger Konfetti, da werde ich doch einiges an Fortschritt schaffen. Also der Black Hat von Painting Fairy. Dann haben wir wieder die Laterne. Ja, habe ich euch ja vorher gezeigt. Da werde ich hoffentlich endlich diese 300 Kreuze schaffen, dass ich dann diese Spalte hier fertig habe und wieder nach rechts oben gehen kann. Mal sehen. Habe eher weniger darauf Lust auf die Laterne. Und dann habe ich noch The Out of the Savannah. Das habe ich euch auch schon einmal gezeigt. Das war auch ein Mystery Solve von dem Shop Cross Stitch for Everyone. Da arbeite ich gerade auf Seite 2, also da fehlt nur noch ein Stück. Dann wäre die zweite Seite und da gehe ich dann auch nach rechts weiter auf die dritte Seite. Ja, so, ich nehme an, so werde ich weiterarbeiten. Ja, das war dann das 8. Projekt und auch das letzte Projekt, das ich mir erdreht habe. Ich werde natürlich wie üblich an meinem Heaven and Earth Soul arbeiten, an dem Stone Cottage Keep und dann natürlich noch an Perlenstickprojekten und es wird auch einen Neuanstich geben. Ja, dann war's auch das ganze Monatsupdate, der Monatsrückblick für Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar interessante Projekte sehen, die euch hoffentlich auch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem gemeinsamen Stickzeit-Video. Da muss ich mir erst überlegen, woran ich sticken werde. Und ja, bis dahin, wie üblich, wünsche ich euch eine schöne Zeit.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.